Lucky! Lab. Ja, mein Toothbrush. Ein von der Palme wedeln. Guten Tag, Damen und Herren, das ist Handsome Bill. Und Rotten. Nein. Herman. Hallo, liebe Zuschauer, das ist. Okay, nochmal. Das ist Herman Toothrot. Und das ist Handsome Bill und wir machen heute eine kleine Lesung. Also das heißt, wir machen keine Lesung. Ganz intellektuell. Wir lesen Bücher, ne? So. Voll uncool. Voll uncoole Bücher. Total. Warum machen wir das? Wir machen das so ein bisschen als Alternative zu dem, was gerade draußen läuft. Fußball-EM. Schlund. Deutschland. Das ist nicht Deutschland. C'è ancora tutto? Forse no. La usano Das ist so. Also, als Jetzt fällt die auch noch um. Abwechslung zur Fußball-EM und zur E3 fasst David die Palme an. Er wedelt sich sozusagen ein von der Palme. Wir haben also eine kleine Alternative zur EM und zur E3. Und die stellt sich in folgender Weise dar, als dass wir etwas rezitieren aus einem Buch. Du entscheidest selbst. Jede Entscheidung, die ihr hier trefft, führt euch auf den Weg zu einer anderen Seite. In dem Fall ist es ganz analog und ihr müsst dann die Seite aufschlagen, die euch das Buch dann sagt, welche Entscheidung ihr getroffen habt. Nee, eigentlich ist mir doch zu schwierig. Wir wechseln uns dann jeweils für die Seite ab. Das heißt, eine Entscheidung wird getroffen, der andere liest dann jeweils vor. Das heißt, du liest die erste Seite, dann diskutieren wir, dann lese ich die zweite Seite. Wir sind schon wieder viel zu akademisch, merkt ihr das? Oh mein Gott. So. Oh mein Gott. Wollen wir anfangen mit der Geschichte? Aber zuerst zeigen wir uns nochmal unsere schönen Gesichter in die Kamera. Wir haben uns ja extra geschminkt. Da. Stell dir vor. Das ist mein Puschel hier. Stell dir vor, du stehst am Deck eines großen Schiffes, das von San Francisco in den Pazifik ausläuft, und du schaust zurück auf die Golden Gate Brücke. Man hat dich eingeladen, Dr. Carlton Frisbee auf eine Expedition zu den Galapagos-Inseln zu begleiten. Wollen wir den mal nachgoogeln, ob es den überhaupt gibt? Dr. Frisbee macht für Zoos Forschungsarbeiten über Schildkröten. Er weiß dort ziemlich alles über Schildkröten. Die Reise macht dir viel Spaß. Aber eines Tages, als du dich gerade gemütlich an Liegestuhl regelst und die fliegenden Fische vorbei zuschaust, ja, siehst du plötzlich, wie eine riesige Welle auf das Schiff zukommt. Oh mein Gott! Die Welle ist durch ein Erdbeben irgendwo am Meeresboden ausgelöst worden. Sie rollt über das Wasser genau auf dich zu. Das Schiff wird höher und höher gehoben. Und dann fegt das Wasser schäumend übers Deck. Zum Weglaufen ist es zu spät. Die Welle. Es ist zu spät und du schaffst es gerade noch, Stimmt hier die Welle? dich an einen Liegestuhl zu klammern. In Sekundenschnelle wirst du über Bord gespült, hängst oben an der Welle, reitest auf der gigantischen Woge, fliegst auf einer Wolke aus Wasser. Das Einzige, was du durch den Schaum und die Gischt sehen kannst, sind deine Hände, die den Liegestuhl fest umklammert halten. Dann merkst du noch, wie du auf der Rückseite der Welle hinabgleitest. Deine nächste Erinnerung ist, dass du einen tiefen Schlaf aufwachst. Dann reißt wieder alles runter. Ob du das alles nur geträumt hast? Aber du weißt, dass es kein Traum gewesen sein kann. Anstatt in deinem Bett liegst du nämlich hoch oben auf einem riesigen Sanddüne. Hinter dir siehst du einen breiten, leicht abfallenden Strand. Du schaust zu, wie die schäumenden Wellen gegen ihn klatschen. Vor dir liegt eine Wiese aus hohem Schilfrohr, umgeben von hohen, felsigen Hügeln. Du bist hungrig und durstig. Du schaust auf das Meer und siehst nichts als endlos blaues Wasser. Bis auf ein paar Seemöwen, die über die Wellen segeln, bist du ganz allein. So, jetzt hast du die Entscheidung, die ersten, die wir jetzt treffen. So, die erste Entscheidung, die du treffen kannst. Wenn du dich entscheidest, am Strand entlang zu gehen, dies weiter auf Seite, bla bla bla. Wenn du dich entscheidest, den felsigen Hügel hinaufzuklettern, bla bla bla. Also Strand oder Hügel? Ja. Ich würde, Inland wäre eben die Hügel hoch. wären die Hügel hoch, aber da könnten wir halt auch schnell mal auf Tiere treffen oder auf Eingeborene oder so.
Und wenn wir am Strand lang laufen, haben wir die Möglichkeit... Da bist du auf andere freier Schiffe- Fläche und bist dann so eine Angriffsfläche Nummer 1. Also was ich machen würde eigentlich, ich würde erstmal so ein Hilfezeichen legen, so. Ich weiß gar nicht, ob es das gibt. Also ich würde am Strand lang laufen und dann so ein SOS legen. Wir können gerne mal am Strand lang gehen, weil ich nicht so häufig am Strand lang gegangen bin. Wir gehen am Strand entlang. Du gehst am Strand entlang. Der Sand ist so weich und heiß unter deinen Füßen, dass du hinuntergehst ans Meer. Dorthin, wo der Sand sich kühl und fest anfühlt. Kühl und fest. Ja. Du gehst immer weiter und hoffst, und oft hast du das Gefühl, es endlich geschafft zu haben. Ja. Aber dann kommt ein neues Stückchen Strand. Nein! Du bist hungrig und durstig und so müde, dass du kaum noch gehen kannst. Anstrengend. Da siehst du plötzlich, wie gleich neben deinem Fuß Wasser aus dem Sand. Was okay, Aus gut. dem Das ist was Sand Tolles. Du gräbst ein bisschen und holst eine Muschel hervor. Und dann noch eine. Oh, Du brichst die Schale auf und nimmst ein fleichiges Stück heraus. Es sieht nicht sehr appetitlich aus. und das ist salzig, dann hast du noch mehr Durst. Also du kannst die Muschel essen oder du kannst die nicht essen. Also ich würde nicht essen. Ich habe jetzt voll Bock so auf Austern gerade, muss ich sagen. Nein, ich kenne Austern, wir haben keine Austern. Habe ich aber nicht. Also wir essen die Muscheln nicht, gehe ich jetzt mal davon aus. Ne? Ich würde sagen, nein. Also, Die macht uns noch durstiger als ohne schon. Müde schleppst du dich am Strand entlang. Ob du jemals etwas Vernünftiges zu essen finden wirst, du kommst auf eine Wiese. Dir ist klar, dass du nie über die Felsen schaffen wirst. Es ist glühend heiß und die Sonne brennt auf dich herab. Du fühlst dich schwach und kippst besinnungslos um. Als du irgendwann spät aufwachst, siehst du die Schlange. Sie ist lang, hat diamantförmige Flecken und sieht bösartig aus. Sie gleitet über dein Bein. Ja, ich will jetzt nicht meine Schlange über dein Bein kriechen lassen, nein. ich will gerade die Schlange rausholen. Nein. Was ist denn jetzt? Die Schlange ist immer noch da. Blitzschnell in Sicherheit zu bringen oder wartest du regungslos ab, bis die Schlange weg ist? Ist es eine Würgeschlange oder ist es eine... Selbst eine Würgeschlange, wenn die Ja, nur ja. an deinem Bein dran ist, ist es ja nicht so riesig, die kann dich auch nicht verschlucken. Die kann ich nicht verschlucken, aber die kann dir halt das Bein abdrücken mit der Zeit. Ja, aber nur wenn du dich groß wehrst, Stimmt, wenn du dich bewegst, ne? wenn sie sich bedroht fühlt. Okay. Also ich würde eher das abwarten und die dann... Ja, jetzt bin ich auch gerade ein bisschen entspannter, also ein bisschen entspannen, relaxen. Usa. Okay, warten wir, bis die Schlange weg ist. Übrigens, wer es nicht weiß, das ist ein kolumbianischer Hut. Intellektueller Kackscheiß. Wir sind aber gerade nicht in Kolumbien, wir sind auf einer einsamen Insel irgendwo. Ach so, Galapagos war das, ne? Ja. Das Galapagos. Also wir befinden uns doch fast in der Nähe von Kolumbien, die Galapagos-Inseln. Fast Ecuador da. Äquator? Oder Äquator? Äquator da. Die Schlange windet sich über dich hinweg und verschwindet im Unterholz. Na, recht gehabt. Du springst schnell auf und rennst in die entgegengesetzte Richtung, als du plötzlich merkst, dass du anfängst zu rutschen. Wo muss ich denn mit? Kann man die nicht irgendwie? So. Als du plötzlich merkst, dass du anfängst zu rutschen, liegst du auch schon in einer tiefen Grube. Nein. So. Alter, das ist dumme Palme. Okay. Puh. Alles gut. Du wirst in eine Tierfalle geraten. Da sitzt du nun und weißt nicht, Bein abknabbern. Das hilft immer. Immer das Bein abknabbern. ob du gerettet wirst oder am Ende noch ein Tier zu dir hinunterfallen wird. Lecker. Bitte Hühnchen oder Nach so. ungefähr schön einer Steak. Stunde kommen mehrere kurze, haarige, affenähnliche Männer und spähen vorsichtig zu dir herunter. Affenähnlich, ja. Sowas wie du, bloß in klein, ja. Ja. Ich wurde heute schon mit einem kolumbianischen Singer-Songwriter verglichen. Singer-Songwriter. Ein Sexsymbol. Ja, Sexsymbol. Sexsymbol. Deine Mutter ist ein Sexsymbol. Sie sind ganz verwundert darüber, etwas wie dich hier zu finden.
schnell ziehen sie dich aus der Grube. Yay, gerettet! So, also du kannst jetzt einfach versuchen. Gerade fühle ich mich so ein bisschen wie Katja Kraczewski, oder wie heißt die? Ja, du magst es ja auch anal ein bisschen und so. A-N-A-L, man will es ja nicht sagen. Die ziehen dich aus der Grube und jetzt kannst du entscheiden, ob Jo. du in den Wald rennen willst und dich verstecken willst oder versuchst dich direkt mit ihnen anzufreunden. Ich glaube, wegrennen bringt nichts, wenn du bei Eingeborenen bist, die die Gegend besser kennen. Ich würde auch nicht wegrennen. Na, Also dann gerade- lassen wir das mit dem Wegrennen. Gerade in der Situation, aber außerdem suchst du ja auch ein bisschen Kontakt, ne? Naja, du willst ja auch weg da. Also ich meine, die Also nehmen wir die nächsten gute Freunde, schlechte Freunde. Oh mein Gott. Keine Ahnung, was er jetzt macht.